Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute mal ein Special-Video, denn ich bin nicht alleine. Ich habe den guten Basti aka Hanrisen mit dabei. Hallöchen und herzlich willkommen. Hallo Dorsa, Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, du bist ja mit einer sehr guten Idee auf mich zugekommen und da habe ich mir gedacht, jo, das klingt sehr nice, da bin ich dabei. Generell, ich mache zwar momentan nicht viel mit vielen Shakes and Fidget-YouTubern, aber ich bin auf jeden Fall da offen und eventuell kann man da mal ein bisschen, in Zukunft mehr machen mit dem einen oder anderen eventuell. Habt ihr da auch Bock drauf? Deswegen schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ansonsten schaut auch gerne beim Basti dabei, wer ihn nicht kennen sollte. Er hat momentan gerade seine 3000 Abonnenten geknackt auf YouTube. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Ja. Hey. Und Riesenmeilenstein. Und wie gesagt, der Hanrisen kam mit einer coolen Idee auf mich zu und die wird er euch jetzt mal ganz kurz erklären. Ja, und zwar hatte ich den Dorsa gefragt, ob er Bock hätte, mit mir ein paar Features zu besprechen, die in Shakes and Fidget, seitdem sie eingeführt wurden, nochmal angepasst wurden. Und zwar so, dass wir sagen, ja, in der Regel Gott sei Dank. Ja, und da haben wir uns ein paar Sachen rausgesucht. Ich werde dem Dorsa jetzt nacheinander ein paar dieser Features nennen, auch zeitlich, wann es geändert wurde. Sollte da was nicht stimmen, sorry, da habe ich mich dann vielleicht verguckt. Und da schauen wir mal, ob ihr das zum Beispiel auch wusstet, ob wir das alles wussten. Ja. Und zur Einleitung kommen wir da gleich mal zu einem Punkt, der ist ganz, ganz früh passiert. Also bin ich ganz ehrlich, wusste ich nicht, habe ich nur gelesen. Denn es gab schon relativ immer Gildenkriege, aber die Gildenkriege waren für eine gewisse Zeit nur für Gildenleiter startbar. Also 2009 im Juni ist ja das Spiel auf den Markt gekommen und im Dezember 2010 gab es erst im Zuge eines größeren Updates die Funktion auch für Offiziere. Ja, hätte ich nie gewusst, ich dachte, das wäre schon immer so gewesen. Weiß nicht, wusstest du das? Wusste ich tatsächlich nicht. Wir haben uns die Punkte mal, ich hatte mir die Punkte auch mal ganz kurz durchgelesen vorher, bin jetzt aber chronologisch nicht in der Reihenfolge, wie der Hanrisen das gleich alles vortragen wird. Und ich wusste es jetzt zum Beispiel nicht. Es sind auch viele, viele Sachen, die wir jetzt auch noch gleich zu hören bekommen werden, dabei, wo man sich so fragt, oh Gott, Alter, würde ich das Spiel heute noch so zocken, wenn das nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist? Und ich glaube, viele von euch, die wissen das vielleicht gar nicht oder sind gar nicht damit groß geworden oder kennen das nur so, wie es jetzt momentan ist, aber dass es früher auch mal anders gewesen ist, das wissen wahrscheinlich nicht viele oder nur die ganz alten Oldschool-Hasen von euch. So. Und selbst die könnten vielleicht so denken, so, stimmt, so war das ja. Ja, vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, ne, 2009, 2010, also da kann man auch mal was vergessen. Ne? Das ist ja schon eine lange Zeit auf jeden Fall. Ne? Ja, und tatsächlich fand ich das aber interessant, weil ich ja in vielen Gilden jetzt, die sich auf neuen Servern geben, oft gerne auch Offizier bin, wenn ich relativ schnell hochlevel, um die ersten Raids zu starten. Und dass das aber gar nicht funktioniert hätte in der ursprünglichen Version, fand ich irgendwie ziemlich interessant. Mhm. Dann machen wir weiter. Ja, und zwar auch mega das Thema, die Tränke sind ja für uns alle mega wichtig, ja. Und die Tränke, so wie sie jetzt existieren, waren ursprünglich gar nicht da. Ich weiß nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen, wie die Funktion früher war. Aber sie waren früher nicht stapelbar. Also so im Inventar zu stacken, beziehungsweise dass man Richtig. Man kann sie ja jetzt stacken auf eine gewisse Zeit mit einem prozentualen Bonus und das war früher anders und ich weiß, dass es sehr problematisch war, aber jetzt ist deine Community gefragt, wisst ihr noch, wie die Tränke früher funktioniert haben? Also ich weiß das gar nicht, die hatten glaube ich keinen prozentualen Anteil, sondern eine gewisse Lebensanzeige beziehungsweise Damage-Anzeige oder so war das glaube ich irgendwie, die sie gebracht haben, so bevor das jetzt so geändert worden ist. Aber ich weiß, dass ich das live gesehen habe, weil sie wurden Oktober 2011 anscheinend geändert und ich weiß, dass ich um die Zeit meinen ersten Server gespielt habe, auf Server 16 und
Aber ich kann mich echt nicht mehr dran entsinnen, wie das war mit den Tränken, ne? Ja, also da habe ich auch, da habe ich noch nicht gespielt. Also das ist schon lange, lange vor meiner Zeit. Es war Ja. auf jeden Fall schlechter. Also man musste immer wieder drauf achten, ach, wir werden sehen, vielleicht wird es sich auflösen. Würde ich mich freuen. Ähm, auch noch was Kleines nebenher. Die Hexe wurde eingeführt jetzt November 2013. Ist jetzt schon ein kleiner Zeitsprung. Aber einige Rollen, die für uns jetzt relevant sind, wurden ursprünglich nicht mit dieser Stärke eingeführt. Zum Beispiel XP und Gold und kritischer Schadensbonus. Die waren viel niedriger. Und das finde ich krass, dass es überhaupt niedriger erst eingeführt wurde. Also, Mhm. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst, dass die Gegenstände bzw. die Verzauberungen auch angepasst worden sind. Aber ja, viele Updates, die ja auch rausgekommen sind, ne, die wurden ja auch im Nachhinein verändert bzw. angepasst. Weiß nicht, weil sich vielleicht die Community gewünscht hat oder weil es halt auch zum Teil gar nicht tragbar gewesen ist. Da kommen wir noch auf jeden Fall auf spätere Dinge noch drauf zu sprechen. Ne? ja, das ist jetzt hier noch das ist noch Level 1, ne? Also die krassen Sachen kommen noch. Ja. Wir kommen jetzt zu einer Gameplay-technischen Seite, denn das ganze Prinzip des Levelns, das ist ja auch schon immer bei Shakes and Fidget. Und hier ist es so, dass es früher anders lief mit dem Leveln. Es gab die sogenannten Levelbremsen und die haben sich, glaube ich, bis Juli 2014 durchgezogen. Levelbremse, weißt du, was das heißt? Dorsa, hast du das mitgekriegt? Ich hatte es mal gehört, es ist auf jeden Fall nicht diese Levelkurve, die wir heutzutage kennen, sondern ich glaube, ich habe es nur mal so grob irgendwie gehört, dass es so gewesen sein soll, dass es alle paar Level irgendwie schwieriger wurde oder so. Ne? Das war für bestimmte Level alle 50 oder ich weiß es nicht mehr. Mhm. Also zu der Zeit habe ich, glaube ich, gerade mal so angefangen. Da habe ich mich auch nicht beschäftigt mit dem Game. Das war meine erste noch so richtige Peakzeit. 2014 wurde Stufe 500 eingeführt und ich glaube, seitdem gab es dann diese Levelbremse nicht mehr. Es hieß, für die es nicht kennen, ihr müsst euch vorstellen, mit Level 150, 175 ging es los. Über Level 200, 225, 250 habt ihr deutlich weniger Erfahrungspunkte bekommen für die Quest als vorher. Das heißt, man hat sich immer ein paar Level vorher Dungeons aufgespart und hat dann die Dungeons mit Level 200, 225 oder 250 gemacht, um schnell wieder mehr XP zu bekommen. Ja. Ach so. Also quasi die reversed Dungeon-Pause zu dem, was wir heutzutage auch haben. Ja. So irgendwie. Ja, stellt euch mal vor, Tag 3 Level 220. Also, das wäre nicht so möglich. Also, vielleicht im schlimmsten Falle, Ja. wenn das noch so existieren würde. Also, Krass. ja. Ja, als nächstes kommen wir zu einem Feature, was ihr alle kennt, die Festung. Da gibt es natürlich viele Sachen, die geändert wurden. Auch Ausbaustufen, maximale Geschichten. Darum geht es jetzt hier gar nicht, sondern stellt euch mal vor, es wäre noch so, dass man für die Soldaten, um die auszubilden, pro Soldat 25 Minuten bräuchte. Ja. Was heutzutage 10 Minuten pro Soldat ist, ne? Oder nee, 5, oder? Was war? Doch, nee, 5 im Event, ja. 5 zum Event und 10, ne? So. Richtig. Ja, das ist Ja, krass. das war wirklich so. Im September 2015 wurde die Festung eingefügt, aber erst 2 Monate später wurde die Zeit angepasst. Da gab es wahrscheinlich viele Leute, die sich im Forum beschwert haben, ey, 25 Minuten, hallo, was soll denn das pro Soldat? Ja, Das, wenn man das so auf die heutigen Serverstarts so nimmt, da wären wahrscheinlich viele Rekorde auch gar nicht so möglich, wenn diese Ausbildungszeit so lange gedauert hätte. Noch so, das summiert sich ja mit der Zeit dann, ne? ja, extrem. Ja. Und übrigens, das wusste ich nicht, das habe ich auch nur gelesen. Man konnte auch erst fast 3 Monate nach Einführung der Festung Gebäude und Edelsteine zeitgleich ausbauen. Das ging 3 Monate lang nicht. Also Gott sei Dank nur 3 Monate, aber stell dir vor, das wäre heutzutage noch so. Was konnte man nicht? Die Edelsteinmine und Edelsteine suchen, oder was? Nee, man konnte nicht Edelsteine suchen und gleichzeitig Festungsgebäude ausbauen. Ah, ach lol, das weiß ich gar nicht mehr, Alter. Ich dachte, du meinst jetzt die Edelsteinmine so, ne? Und dann gleich Dachte ich auch erst. ausbauen, weil das geht ja ab 25, ne? Ja,
aber wenn man einen Stein gesucht hat, dann konnte man gar nicht ein anderes Gebäude ausbauen. Die ersten 3 Monate anscheinend nicht, nee. Das habe ich komplett verdrängt. Das Also heißt, ich wusste es wie gesagt nicht, also ist krass. Also jawohl. da hat die Community sich bestimmt auch schnell gemeldet. Ja, Das ist irgendwie keinen Sinn also macht. das ist auch ein Feature. Ich glaube, da würden auch einige heutzutage die Festung Ja. nicht mehr so spielen wie früher. Krass, krass. Definitiv. Ja, als nächstes, jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Gab es eine sehr, sehr relevante Änderung eines bestehenden Systems, was mich übrigens auf die Idee des Videos gebracht hat, und zwar der Ausbau der Gilde. Möchtest du was dazu sagen? Ja, also das habe ich ja früher auch noch so mitbekommen. Allerdings habe ich da das ganze Prozedere nicht ganz so ausgelebt, weil ich halt nie Serverstarts gespielt habe oder nie in den Struggle gekommen bin, dass man früher mal ja, Plätze bzw. Member in der Gilde tauschen musste, weil zum Beispiel der Platz nicht ausgereicht hatte. Heutzutage ist es ja so, dass man direkt zum Start einer Gilde 50 Plätze hat und wenn die voll sind, sind die voll. Nach 5 Minuten kann die Gilde schon gefüllt sein. So, ne? Das war halt früher anders gewesen. Früher war es halt so, dass du halt bestimmte, ja, wie hieß das früher, was du ausgebaut hast? Das Quartierlager oder wie? Aber nee, ich glaube, die Gildenfestung war das sogar. Gildenfestung, ja. Mhm. Also es gab neben den Goldschatz und den Lehrmeister halt noch einen dritten Punkt. Und das war halt eben diese Gildenfestung, ne, wo man halt bestimmte Plätze erst ausbauen musste, beziehungsweise es gab ja damals noch eine Gildenkasse, wo man halt ja, Gold als Gilde gesammelt hat, um halt eben dieses Feature auch ausbauen zu können. Ne? Ja, richtig. Und jetzt, wenn einer von euch schon mal eine Gilde geleitet hat auf einem neuen Server und das mitbekommen hat, ja, der weiß zu schätzen, der weiß extrem zu schätzen, dass diese Änderung Ende 2018 übrigens erst eingeführt wurde. Das heißt, die ersten 9,5 Jahre grob lief es über diese Gildenkasse. Und man muss ja auch bedenken, dazu kommt ja noch ein Fakt. War, man hat ja früher nur in die Gilde eingezahlt im Prinzip. Heutzutage baut man ja seine eigenen Upgrades auf. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel vorhast, auf einem bestehenden Server eine neue Gilde zu gründen, ja, dann nimmst du deine Ausbauten mit und wenn du Member hast, die auch von anderen Servern, von anderen Gilden kommen, bringen die auch ihre Ausbauten mit und du musst es nicht nochmal neu machen. Früher musste man alles wieder neu bezahlen, ohne Wenn und Aber. Das stimmt, ja. Und vor allen Dingen, wie viele Plätze hatte man zum Anfang, wenn man eine Gilde erstellt hat und das da noch gar nichts ausgebaut hatte? Es waren doch nur 5 oder 10 Plätze oder irgendwie so, ne? Ich glaube, ich habe auch überlegt, ganz ehrlich, ich habe es vergessen. Wollte es eigentlich nachschauen. Ich glaube, es waren 10 Maximum. Ja, und ich glaube, ab 25 musstest du Pilze bezahlen irgendwie. Ich weiß es nicht. Also das hat dazu geführt, dass man noch nicht direkt alle Leute direkt in die Gilde holen konnte, sondern man musste rotieren, ja, hatte man Richtig. dazu gesagt. Und diesen Struggle habe ich zum Beispiel nie mitbekommen, weil ich nie Serverstart gespielt hatte zu der Zeit großartig. Das heißt, in der Happy Hour, was ja die letzte Stunde des Tages zum Beispiel so gewesen ist, ne, wo jeder seine Alu skippen konnte, mussten, weil man noch nicht direkt die kompletten Ausbauten carryen konnte zum Anfang, mussten Leute Zeitfenster schaffen und sich so verabreden, dass die nach und nach eingeladen werden und wieder gekickt werden, dass jeder in der Gilde von den Ausbauten, der Gildenausbauten, noch mit der Alu profitieren konnte. Und das muss ein Kopfgeficke gewesen sein, das kann ich mir nicht vorstellen. So, das würde heutzutage, oder ich sag mal so, wie das Prinzip heutzutage aufgebaut ist, macht es auch das deutlich einfacher. Also ich kann nochmal sagen, also das ist wirklich der krasseste Punkt, deshalb müssen wir hier ein bisschen einfach auch viel dazu sagen. Ich habe viele Serverstarts damals schon mitgespielt, natürlich nicht als Gildenleiter, Gott sei Dank, aber es war für mich schon eklig, dass mir gesagt wurde, in den 15 bis 10 Minuten kannst du jetzt deine Abenteuer spielen und wartest auf eine Gildeneinladung und wenn die dann nicht kamen, dann hast du natürlich extrem, geschwitzt. Ne? Und ich habe auch eine Gilde aufgebaut auf Server 23 und da war das Thema mit den Ausbauten auch schon nervig. Gott sei Dank war der zeitliche Faktor nicht gegeben, weil der Server war schon ein bisschen älter. Aber der Ausbau trotzdem, den zu organisieren, war
war auch schon nervig genug, muss ich sagen. Ja. Also ich Genau. wäre da ungerne Gildenleiter gewesen da in so einer Position. Die hätten einen extra Orden eigentlich damals verdient. Also wirklich, was da notwendig war an Kommunikation, Ja. wirklich extrem. Ja. Genau, super. Dann kommen wir mal auch zum Punkt, den ich sehr gefeiert habe, als er passiert ist. Nämlich im November 2019 wurde entschieden, dass die Glücksepics nicht mehr existieren, beziehungsweise Epics nur für Glück nicht mehr verfügbar sind. Ja, also ich sag mal so, irgendwo fehlt dem Spiel das so ein bisschen, weil dann hat man so diese kleine Prise Salz, wenn man früher Epic-Events gespielt hatte, weil das war ja zu der Zeit, da gab es ja noch nicht sowas wie Legendary Dungeon. Das heißt, wenn man sich neu equippen wollte, hat man halt Epic-Event gespielt und halt eben im Shop geblättert. Und wenn man da dann ja endlich mal nach gefühlt 1000 Pilzen eine neue Waffe hat, geht man da halt drauf und dann sieht man so, ach scheiße, nur Glück. Ja, vielen lieben Dank auch so, ne? Wo man auch noch nicht gewusst hatte, dass das ein Glücks-Epic ist, weil früher waren bestimmte Items zum Beispiel halt eben die Glücks-Items gewesen, ne? Und wie zum Beispiel, ich gucke mal kurz auf meinem Magier, ich habe den Namen vergessen von der Waffe. Achso, ich weiß noch die Feinripp-Schlipper beim Krieger. Ja, die war auf jeden Fall. Der feurige Flammenstab des Drachenlords, ja, beim Ja. Magier. Diese Waffe, die hat mich einige Nerven gekostet. Weil das war das Glücks-Epic früher, die Glückswaffe des Magiers. Mhm. Uiuiui. Ja, also ich muss sagen, ja, klar, dieses bisschen Salz, wenn man es will, aber wo mich das Thema extrem natürlich immer auch genervt hat, ich denke, es ging auch vielen Spielern so, wenn du dann endlich mal den Dungeon-Boss gelegt hast, einer Dungeon-Etage sozusagen, nee, eines Dungeon. Etage ist falsch, helf mir weiter. Also wenn du die ersten 9 Dungeons, den letzten Gegner Eben, ne? endlich besiegt hattest und dann dein wohlverdientes Epic bekommen hast und das natürlich ein Glücks-Epic war, da war ja, das Kotzlevel stimmt. extrem. Oh Gott, ja, in den Dungeons konntest du die auch droppen, ja. Oh, ja, das war ja auch richtig übel. Ja. Ja, ich kann mich da noch an das ein oder andere salzige Epic-Event-Video mit The Golden Pain erinnern, der da auch über diese Glücks-Epics geflucht hatte damals. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, das habe ich auch gesehen damals. Ja, und wenn wir schon mal bei was Üblem sind, kommen wir mal zu was Nächsten. Mein Lieblingsfeature in Shakes and Fidget, der Arena Manager. Der wurde 2019 eingeführt, aber Gott sei Dank wurde einige Monate später der Runentausch machbar gemacht. Ja, Der auf Deutsch. Ich kann mich noch ganz genau an die Phase erinnern, als der rauskam und man quasi verschiedene Faktoren erfüllen musste, bevor man seine Wunschwaffe bekommen hatte. Es musste zum Beispiel ein Dreier-Epic sein, also jetzt auf die Waffe bezogen zum Beispiel, ein Dreier-Epic musste es sein. Dann musste es die richtige Spanne haben. Was war noch? Es durfte, ja, da gab es ja auch, glaube ich, noch, oder gab es da die Glückssachen schon? Oder nicht mehr? Ich glaube, das war auch noch so ein Faktor. Und dann, es sind, glaube ich, dann 4 Faktoren, die dann zusammenkommen. Und dann musste da auch noch die richtige Rune drauf sein. Ne? Weil du, beziehungsweise das hat das Event, das Epic-Event deutlich teurer gemacht, weil du halt eben deine Wunschrunen mit den Epics gebündelt bekommen musstest, um diese halt in dein Inventar oder in deinen Charakter anziehen zu können. So. Und heutzutage kann man die ja ganz easy für 20 Pilze, was ja auch eine Menge Geld ist so, oder Menge Pilze, switchen. Und damals musste das halt alles passen. Also das Epic musste passen, plus halt auch die Rune. Und das war exorbitant teuer gewesen. Das ist richtig. Also das war sehr spürbar, wie viel teurer das Epic-Event wurde, wenn man darauf geachtet hat und wenn man noch nicht mal auf die Begleiter geachtet hat, war es trotzdem schon sehr viel teurer. Ja, es ist immer noch nicht perfekt. Also deshalb sage ich Arena Manager, es bleibt mein Lieblingsfeature Kappa. Ja, von vielen. Weil man immer noch Waffen finden kann ohne Runen oder man findet einfach so extrem große Spannen, aber Ja. es ist okay. Dadurch, dass die Runen auch auf Epics sind von Dungeons, gleicht sich das ein bisschen aus mit dem Runentausch. Ja, es ist heute immer noch nicht perfekt. Selbst wenn du einen voll ausgebauten Arena-Manager hast, findest du immer noch Runen, die nicht maxed sind. So. Also, Ja. ja.
naja, zu Da Recht auf ist doch jeden Fall Potenzial. ein sehr, sehr verhasstes Feature. Ja, aber also ohne den Runentausch, ja. Also das war das Beste an dem Arena Ja, Manager letztendlich. Neben anders, denen, dass er natürlich Vorteile bringt, aber anders wäre es nicht mehr tragbar, weil das Ding ja an sich schon teuer genug ist, ne? Den genau. Ausbau und dann plus noch das Epic-Event spielen, so, boah, nee, geht gar nicht. Ja. Und ja, du hattest übrigens da auch, ich denke, das hat sich teilweise sogar noch überschnitten. Als der Arena Manager neu kam, waren Glücksepics, glaube ich, noch vorhanden. Das könnte sein. Für ein paar Wochen oder Monate zumindest, ja, schlimme Zeit. Äh, Was besser war, 2020, für den einen oder anderen kam es so ein bisschen, boah, ich möchte schon fast sagen, unerwartet oder überraschend. Äh, Denn seitdem es den Turm bei Shakes and Fidget gab, gab es ja auch die Begleiter. Und die Begleiter hatten ein eigenes Prozedere. Seit 2020 wurde das Prozedere geändert. Möchtest du da was dazu sagen? Ja, also damals war es halt so gewesen, das wissen bestimmt noch viele, weil es ist ja noch nicht allzu lange her. Jetzt komme ich leider nicht auf meine alten Server rein, hier, wo ich die Begleiter freigeschaltet habe. Da war es halt so gewesen, dass man die Begleiter manuell alle mit leveln musste. Das heißt, wenn euer Hauptcharakter ein Level aufgestiegen ist, hieß das nicht, dass automatisch eure Begleiter auch ein Level aufsteigen. Die musstet ihr manuell selbst nachleveln und das halt für eine Menge Gold. So, und das wurde dann halt eben zu diesem Zeitpunkt geändert, dass halt die Begleiter das Level gleich mitziehen, wenn euer Hauptcharakter auch ein Level aufsteigt. Ja. Ja. Und da gab es verschiedene Fälle. Bei mir weiß ich noch, auf S41, also der Server war 2, 3 Monate alt, ne? Also Turm war schon da, ne? War ja Assassine, gut gespielt. Und da hatte ich, da gehörte ich eher zu den Leuten, die ein bisschen Glück hatten, denn ich weiß noch, dass ich genau vor dem Update ein paar Tage lang die Begleiter nicht hochgezogen habe, weil ich das Gold für meinen Hauptchar, glaube ich, wollte einen gewissen Skillpunkt erreichen auf meinem Hauptchar und habe halt nur meinen Hauptchar geskillt und habe die Begleiter ein paar Tage zumindest links liegen lassen. Und durch das Update sind die ja dann automatisch auch hochgerutscht. Da habe ich mir ein bisschen Gold gespart, aber es ging nicht allen so. Ja, nee, das hat so ein bisschen die Leute gespalten. So, es gab viele, die haben ihre Begleiter gar nicht hochgezogen, weil die halt, ja, das entweder nicht eingesehen haben oder gespart haben oder aufgehoben oder ne, die Dungeons nicht für so wichtig empfunden haben. Ich war zum Beispiel jemand, der die immer regelmäßig gelevelt hat und ich hatte mich auch damals aufgeregt gehabt, als das Update rauskam. So. Aber da war ich nicht der Einzige, weil ich immer fleißig meine Begleiter natürlich mit hochgezogen hatte. Und als das natürlich alles nachher über den Haufen geworfen worden ist, ist natürlich auch eine Menge an Skillpunkte flöten gegangen, die man sich hätte ersparen können. Sagen wir mal so. Ja. Das stimmt. Das ist korrekt. Das habe ich auch vollkommen verstanden, dann, dass ich je nach Situation natürlich da diese Änderung nicht nur positiv übergekommen ist. Aber ich denke jetzt 3 Jahre später fast, also nicht ganz 3 Jahre später, kann man sagen, war ja gut, dass sie es gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Also war schon ein gutes Update so an sich, ne? Aber ja, jedes Update bringt halt auch sein Hin und Wieder, ne? Das stimmt. Das stimmt. Jo. So, da haben wir jetzt schon echt viele Sachen erwähnt. Ich hab noch 3 Punkte, die auf jeden Fall auch zur, sag ich mal, Verbesserung des Shakes and Fidget Alltags beitragen. Und die würde ich hier in diesem Atemzug auch nochmal auf jeden Fall mit erwähnen wollen. Das erste, ähm, ja, Dorsa weiß ich auf jeden Fall, dass es bei den Pets sehr relevant war, mit den Früchten. Dorsa, was hast du mir da mal gesagt, was du da so gut fandest? Ja, ich denke mal, das ging jedem so, der diese Phase miterlebt hatte. Früher konnte man sich halt, wenn man ja, Früchte bekommen hatte, ne, durch Quests oder durchs Glücksrad oder alles Mögliche, gab es noch nicht diese Option, dass man diese hier, das zeige ich jetzt gerade im Video, ne, dass man die hier im eigenen Pet-Inventar quasi stacken konnte, sondern stellt euch quasi vor, ich habe hier jetzt 5 Zitronen, ja, zu liegen. Und diese 5 Zitronen haben damals 5 Inventarplätze weggefressen, weil man diese nicht stacken konnte und im eigenen Inventar aufbewahren musste. So, und das ging halt auch
mit der Dauer überhaupt nicht klar. Das musste auch irgendwie gefixt werden, da musste eine Lösung her, weil man hatte sein ganzes Inventar voller einzelner Früchte, die man sich halt aufbewahrt hat, weil man halt eben die Pets füttern wollte und auch keine wegschmeißen möchte, weil man natürlich da auch nicht verschwenderisch mit sein möchte. So, und deswegen, das war eine Zeit lang so gewesen, bis halt eben diese Lösung kam, okay, hier werden die jetzt im eigenen Pet, auf der eigenen Pet-Seite hier im Inventar zwischengespeichert. Das war ätzend. Man würde mich jetzt die ganze Zeit grinsen sehen, denn es ist ja natürlich klar, dass diese Änderung dann kam mit auch der Einführung der Events, der neuen Event-Rotation. Aber stell mal vor, du hast jetzt Pet-Event Ja, und du hättest jetzt 9 Früchte, jede Frucht einzeln auch noch als Inventarslot. geht gar nicht, weil du bekommst ja auch zum Event 3 Früchte auf einmal denn. Ne? Ja, Also das wirklich, das wäre überhaupt nicht fit gegangen. Ja, und mittlerweile ist es ja so, dass es Gott sei Dank nicht nur die Früchte sind, die nicht mehr im Inventar landen, sondern auch die ganzen Seelen und Hölzer und Steine und auch Metalle und Kristalle mittlerweile, oder? Ja, es wird direkt alles ins Inventar gut Alles. geschrieben. Ja. Außer, ich glaube, so Sachen aus dem Kalender, die bleiben dann noch im Inventar. Ja, das stimmt. Aber das geht ja, Gott sei Dank. Ja. Für mich war das extrem immer schlimm. Ihr wisst ja, ich bin jemand, der zeitlich nicht so effektiv ist, der manchmal seine Abenteuerlust binnen 10 Minuten noch in der Happy Hour spielt. Und wenn man dann mit sowieso nur 2 Inventarplätzen gerade, weil man alles voller Epics hat, die Quests in den Events spielt und man permanent da die ganzen Ressourcen bekommen hat, also das hat mich extrem genervt. Also wir waren mega froh, dass das dann endlich mal wegfällt. Und das ist ja auch teilweise erst Ende letzten Jahres passiert, ne? Also Ja. wir haben da sehr lange auch mit gelebt, mit diesen Lagerplätzen. Und was auch sehr lange vor allen Dingen High-Level-Chars stark beeinträchtigt hat, war die Anpassung oder die nicht vorhandene Anpassung der Goldgrubenkapazität. Also das, denke ich mal, ist ein Thema für dich auch. Mhm. Ja, also ich würde da nicht allzu lange drauf eingehen. Für mich war es das beste Update Ende 2022 gewesen, beziehungsweise war es das Update für mich, was mir persönlich am meisten Lebensqualität geliefert hat, weil man, wenn man das höchste Level hat für die Goldgrube und die Goldgrube auch auf maximalem Level, dann hatte man, glaube ich, nur 75 Minuten Zeit, bis das Ding komplett vollgelaufen ist. Das heißt, man hat in der Nacht effizient, wenn man in SF nicht reingeht, 7 Stunden Goldgrube verpasst, weil die vollgelaufen ist in der Zeit, weil die halt innerhalb von 75 Minuten oder was das war, voll war. So, jetzt wurde das halt am 13.12. war das, glaube ich, geändert, dass die Kapazität der Mine halt eben so erhöht worden ist, dass wenn man das Maximal-Level und die Maximal-Goldgrube erreicht hat, dass man glatte 10 Stunden Zeit hat, um das Ding abzuholen, und das ist wie die Stadtwache eigentlich so komplett fein. Ja, und das erspart, glaube ich, seitdem konnten viele Leute wieder guten Gewissens einschlafen. Das ist diplomatisch, ja. Ja. Okay. Ja, super. Ja, dann habe ich eigentlich nur noch einen Punkt, der so ein bisschen auch allgemein dasteht. Der ließ sich nicht so gut unterbringen, denn mit der Einführung von Shakes and Fidget gab es schon immer die Quests. Ja, also gequestet wurde von Anfang bis Ende und es ist immer noch notwendig. Jeder Charm muss das machen. Egal wie viele Pilze er in Dungeons ballern will. Er muss questen. Man muss einfach questen. Es ist einfach Shakes and Fidget ist questen. Und hier wurden uns im Laufe der Zeit, seit Einführung des Spiels, 2 Werkzeuge in die Hand gelegt, die noch nicht von Anfang an da waren. Und das ist zum einen die von mir schon erwähnte Happy Hour. Wusstet ihr, dass die Happy Hour auch erst 2 Jahre später nach Einführung des Spiels ins Spiel gekommen ist, also Juni 2011? Und dass es auf amerikanischen Servern zum Beispiel permanent Happy Hour gibt. Das weiß auch nicht jeder. Habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Für mich, die Happy Hour, ich habe es schon erwähnt, extrem wichtig. Auch schon früher, deutlich vor meiner Partnerschaft mit Playa, dass ich, egal auf welchen Server ich gespielt habe, so häufig, wie oft ich schon, also man müsste mal einen Pilzcounter eigentlich für die gesamte Happy Hour, die ich schon verbraten habe. Also das sind wir in einem guten, hohen, 5-stelligen Bereich wahrscheinlich. Also keine Ahnung, über alle Jahre, über alle Server hinweg gesehen, was ich da reingebuttert habe in die Happy Hour. Aber
mittlerweile, ich glaube, ich weiß nicht so richtig seit wann, muss ich ehrlich gestehen, ich würde sagen, irgendwas um 2018 gab es noch ein zweites Werkzeug und auf das würde, glaube ich, auch keiner mehr von uns verzichten wollen bei den Quests. Ja, das sind die Sanduhren und ich glaube, wenn es die nicht in das Game geschafft hätten, sodass man die sich quasi immer und immer wieder nachkaufen kann, zu den Sanduhren steht Kopf-Events so, ne? Dann würden, glaube ich, auch heutzutage viele von uns nicht mehr spielen, beziehungsweise haben viele auch wieder seitdem her, habe ich auch damals, als das eingeführt worden ist mit den Sanduhren, angefangen zu spielen wieder, weil das den meisten zu zeitintensiv geworden ist, das Game, und die so einfach durch diese Sanduhren-Angebote, früher waren die ja nur per Pilzpakete kaufbar zu bestimmten Events, und da haben sich dann Leute, glaube ich, mit eingedeckt, irgendwie so war das gewesen, für eine bestimmte Zeit lang, und dann wurden die danach dann halt erst fest ins Game implementiert, dass man sich die dann halt auch zu Events dann leisten kann, für einen relativ schmalen Taler, sag ich mal, sich gut über Wasser halten kann damit. Und das hat bei vielen Leuten dazu geführt, dass sie wieder angefangen haben, effektiv Shakes and Fidget zu spielen, weil das vorher halt immer nur zur Happy Hour Zeit haben und ansonsten eine Quest abwarten und so. Das ging halt für viele nicht. Die Zeit wird schnelllebiger, viele Leute haben nicht mehr so viel Zeit, und das war ein Muss, was Shakes and Fidget eingeführt hatte. Und ich sag mal so, da stimmt auf jeden Fall das Sprichwort, entweder geht man mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Also ist echt cool, mal so zu rekapitulieren, was eigentlich auch alles an in der Regel guten Sachen uns auch widerfahren ist. Man könnte sicherlich noch mehr Dinge rausfinden oder Features auch verallgemeinern, die es früher nicht gab. Ja, war echt schön, das mit dir ein bisschen zu besprechen. Auch deine Sichtweise zu hören bei gewissen Sachen, wo ich zum Beispiel auch weniger Erfahrung hatte mit der Goldchrome-Kapazität zum Beispiel. Das hat mich nicht ganz so tangiert oder ich habe darauf gar nicht so geachtet, aber ich merke selber auf meinem Main-Char auch, was es für einen Unterschied gemacht hat, tatsächlich, in der Goldeinnahme. Also, nee, fand ich super. Also, hat mir auch sehr Spaß gemacht. War eine coole Idee von dir gewesen, und fand ich schön, dass du das mit mir zusammen machen wolltest. alles zusammen. Together forever. Ja, hat mich sehr gefreut, dass wir mal wieder zusammen ein bisschen was gemacht haben hier auf YouTube. Vielen lieben Dank, dass du als Gast hier gewesen bist. Und wie immer, natürlich, wenn Gäste bei mir sind, haben meine Gäste auch das letzte Wort. Und deswegen verabschiede ich mich schon mal. Schaut auf jeden Fall beim lieben Basti vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Gratuliert ihn zu seinen 3000 Abonnenten. Hat er sich auf jeden Fall mehr als verdient. Ich hoffe, da kommt noch das doppelt, dreifach, zehnfache noch oben drauf in nächster Zeit. Und das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ich versuche gerade auszurechnen, was das doppelt, dreifach, zehnfache von 3000 ist, aber vielen Dank, Dorsa. Gerne. Vielen Dank dass du mich hier hinzugenommen hast, mir die Chance gegeben hast. Ja, supportet den lieben Dorsa, der geht auch auf die 15.000 zu. Wenn ihr Sanduhren kauft, weil ihr auch Fan von Sanduhren seid, ich habe schon welche gekauft im Webshop, dann nutzt auch gerne Dorsas Creator Code auf Ehrenprosa-Basis. Ich würde sagen, schönen Sonntag euch noch, haut rein, macht tschüss und Servus. Oh, noch den Dungeon gelegt. Sehr nice in der letzten Sekunde.